Der Riesling ist tot, es lebe der Riesling. Ich denke schon, dass der Riesling auch die nächsten 100 Jahre hier noch gut präsent sein wird. Viel mehr Sonnenstunden als früher. Die Winzer müssen sich anpassen. Kann halt schwierig werden, wenn wir so hohe Temperaturen haben, weil da dann auch die Gefahr von Sonnenbrand besteht. Max, unterwegs im Rheingau, will zeigen, wie kreativer Fortschritt die Tradition des Weinbaus am Leben erhält. Sandro Mohr führt das Weingut Jungdahlen bereits in der 6. Generation. Den Betrieb gibt es schon seit mehr als 150 Jahren und hat sich in der Region etabliert. Der Winzer hatte schon in seiner Kindheit mit Weinbau zu tun. Das einfach so ein bisschen dieses Lebensgefühl hier im Rheingau auch widerspiegelt, den Wein da zu haben, damit zu arbeiten und damit umzugehen. Und für mich persönlich war es einfach so die Entscheidung, den elterlichen Betrieb doch weiterzuführen, noch ein bisschen auszubauen. Der Riesling findet hier ideale Bedingungen und prägt das Anbaugebiet von Weingut Jungdahlen zu 70%. Alles, was er braucht, ist von Natur aus gegeben. Doch jedes Jahr verläuft anders. Mal sehr trocken, mal sehr nass. Die Natur ist Sandros Arbeitgeber. Für den Riesling hat sich meiner Meinung nach schon so hingehend verändert, dass wir über das Jahr hin gesehen mehr Sonnenstunden in Summe haben. Was natürlich dazu führt, dass der Riesling reifer wird, wie es früher wurde. Durch den Klimawandel wird es vor allem immer sonniger. Im August liegt der Mittelwert in Geisenheim bei etwa 213 Sonnenstunden. Seit 1985 wird dieser Wert wesentlich häufiger über- als unterschritten. Im vergangenen Jahr gab es sogar einen neuen Rekord mit mehr als 313 Sonnenstunden. Alles über so 35 Grad mag der Riesling dann auch nicht so, aber es ist nicht nur der Riesling, auch der Spätburgunder oder Chardonnay oder andere Trauben leiden darunter dann auch, dass einfach die Sonne zu intensiv drauf fällt und dass dadurch einfach die Beeren eintrocknen und einen Sonnenbrand entwickeln. Das wäre dann natürlich Ertragsausfall. Max in Geisenheim. Hier wollen sie genau deshalb den Riesling der Zukunft entwickeln. Eines der Projekte der Hochschule ist das FACE-Experiment. Dabei wird die zukünftige Atmosphäre simuliert, indem gezielt mehr CO2 zugeführt wird, um die Konzentration von 2050 darzustellen. Wie die Reben darauf reagieren, erforscht Susanne Tittmann. Sie ist seit 2010 am Institut für allgemeinen und ökologischen Weinbau. Die meisten Pflanzen sind happy, wenn sie mehr CO2 bekommen, weil das ist so der Grundbaustein für Photosynthese. Und wenn ich viel Photosynthese machen kann, ich als Pflanze, dann kann ich auch viel wachsen. Yvette Wohlfahrt hat den Start des Projekts begleitet. Mit der Forschung wollen sie den Winzern bei ihrer zukünftigen Arbeit helfen. Langfristig verfolgen wir natürlich, dass wir dem Winzer mögliche Anpassungsstrategien vielleicht vorweisen können, wie er sich dann im Prinzip im Weinberg steuern kann, um natürlich einem Klimawandel so ein bisschen entgegenzutrotzen. Wie wichtig der Riesling auch in der Zukunft sein wird, weiß Professor Zolnocki. Er beschäftigt sich an der Hochschule in Geisenheim mit der Marktforschung. Riesling ist die bekannteste Rebsorte in Deutschland, meist konsumierte Weißweinrebsorte in Deutschland. Riesling wird nicht aussterben, wird existieren. Für die Riesling-Fans auf dem Frankfurter Weinmarkt ist das allemal klar. Egal ob alt oder jung, jeder mag Riesling. Zu jedem Essen kann man Riesling trinken und er sagt geschmacklich einwandfrei. Ich trinke den sehr gerne, weil der sehr frisch und mineralisch und schön trocken ist. Es ist einfach lecker, ne? So hier mit einem guten Freund zu sitzen, gute Gesellschaft, macht einfach Spaß. Zurück zum Weingut Jungdahlen. Ein Gutes hat die Entwicklung. Sandro Mohr profitiert derzeit sogar von den klimatischen Bedingungen. Denn kurz vor der Ernte braucht er die Sonne noch. Wir haben eine super Ernte vor uns liegen, denke ich. Wir haben reife Trauben, wir haben aromatisch schöne Trauben bis jetzt. Wir brauchen die Sonne, die jetzt gerade da ist, noch ein bisschen, dass sie noch reifer werden, dass die Säure noch ein bisschen abgebaut wird in den Trauben. Das Max-Fazit: 2023 wird ein super Weinjahr, dank des sich verändernden Klimas. Das bleibt dennoch eine große Herausforderung für den Weinbau. Aber der Riesling hat eine vielversprechende Zukunft und ist gerettet.